Lebensqualität ist für mich gut essen, etwas Gutes trinken, mit Freunden zusammensitzen. Er liebt eben Gäste haben, also Gäste bewirten vor allem. Er ist sehr ein grosszügiger Mensch. Ich habe sehr gerne Gesellschaft. Meine Partnerin sagt immer, wenn ich meiner Schwester anrufe und sie frage, kommst du heute Abend zu Nacht essen? Und sie keine Zeit hat, dann gibt es nicht einfach, nein, heute mache ich nichts, sondern ich rufe die nächste Person an, weil irgendjemand hat dann immer Zeit. Und das ist für mich halt schon so eine Qualität, Lebensqualität, die ich muss sagen, das hat mir bis jetzt eigentlich sehr geholfen. Die genaue Diagnose ist ein Lungenkarzinom in einem sehr fortgeschrittenen Stadium. Ja, ist halt einfach unheilbar und da kann man es stabilisieren mit der Immuntherapie. Das ist das Einzige, was man machen kann. Es ist natürlich schon so, dass man so eine Diagnose bekommt, wie lange habe ich noch zu leben, weil man hört natürlich Verschiedenes. Die einen sind nach Wochen nicht mehr da und ich habe jetzt einfach das Glück, ich habe jetzt dermaßen lang können mit dieser Therapie überleben und also ein bisschen ausgelöst hat sie mir, was mache ich jetzt mit der Zeit, die ich eigentlich noch zur Verfügung habe. Und du weißt ja nicht, wie lange geht die Zeit überhaupt, oder? Ich hatte eine sehr gute Unterstützung von meiner Partnerin, von der Tochter, von meinen Geschwistern, dass ich das eigentlich relativ gut annehmen konnte, muss ich sagen. Für mich ist es wichtig, dass ich gut betreut werde. Ich habe schon andere Erlebnisse gehabt, wo man ins Spital kommt und dann ist man einmal dort, aber es tut sich niemand um einen kümmern. Und das war also im Hirslanden nicht so gewesen. Ich hatte immer Leute gehabt, wo ich auch ein gutes Verhältnis aufbauen, das muss ich auch sagen. Ja gut, ich bin ja auch nicht, das muss man auch mal festhalten, oder? Von dem her. Und ich bin also froh, dass ich im Hirslanden untergebracht worden bin. Ich habe Herrn Bieri vor mittlerweile 3 Jahren kennengelernt, nachdem er schon eine Chemotherapie für diese Therapie bekommen hat. Und das war die Zeit, als die Immuntherapie nun wirklich ganz neu war. Also es gab erste klinische Studien, von denen wir wussten, dass in seiner Situation so eine Immuntherapie funktioniert. Und dann war er wirklich auch einer meiner ersten Patienten, die ich behandelt habe mit so einer Immuntherapie. Ich habe von Anfang an immer gesagt zum Arzt, er soll ehrlich sein zu mir. Und es ist natürlich schon zur Diskussion gestanden, dass ich allenfalls nicht mehr lange leben könnte. Aber ich habe natürlich einen super Onkologen, und ich muss sagen, ich vollstes Vertrauen habe. Und er hat mir natürlich auch Mut gemacht, immer wieder. Und das habe ich natürlich auch sehr gut angenommen von ihm. Und musste sagen, ja, also einen besseren Onkologen kann ich mir gar nicht wünschen. Ja, ich mache mir schon Gedanken über das Ganze. Aber ich bin nicht der Typ, der sagt, jetzt geht es mir schlecht und schauen alle zu mir und so weiter. Das will ich gar nicht.
Mich nervt am meisten, wenn Leute auf mich zukommen, die fragen, wie geht es dir? Weil, wenn ich mich ja gut fühle, dann ja, sieht man mir das auch an. Und wenn es mir schlecht geht, dann ja, im Geschäft sieht man das mir auch an, wenn es mir nicht gut geht. Und dann erübrigt sich so eine Frage. Und mir geht es ja immer gut, das muss ich auch sagen. Am Anfang habe ich Mühe gehabt, bis ich ihn verstanden habe, so richtig, weil er die Sachen so ernst meint. Oder er zeigt das so an und am Schluss macht er doch immer wieder so Witze und ja. Ja. Und ich bin seit 2012 dabei. 11. Ja, dann so. sind das sicher 6 Jahre. 6 Jahre. Ja, Ja. mindestens. Ja. So lange braucht man, bis man meinen Humor versteht. Nein, nein. Das meine ich. Herr Bieri hat dort für mich einen sehr erstaunlichen Verlauf genommen, der auch, muss man ehrlicherweise sagen, nicht jedem Patienten widerfährt. Nämlich er hat über 2 Jahre eine Stabilisierung seiner Erkrankung bekommen. Die Erkrankung ist nicht weggegangen, sie ist immer da geblieben, sie hat ihn auch immer begleitet, sie hat auch immer Symptome gemacht, aber sie ist eigentlich nicht vorangeschritten. Sodass Herr Bieri in dieser Zeit eine sehr gute Lebensqualität hatte, er konnte reisen, er konnte aktiv sein, er hat weitergearbeitet. Sobald ich die Ballen sehe, dann tut mir nichts weh. Ich merke das erst nachher noch wahrscheinlich. Aber das sehe ich dann heute Abend, wenn wir dann schauen. Ja, das hat sich alles ein bisschen verändert. Aber er hat eigentlich insgesamt, kann man sagen, er hat Freude am Leben. Einfach. Und das jetzt noch. Ich gebe einfach nie auf. Es geht immer weiter. Und wenn es mir einmal schlecht geht, versuche ich, mich einfach aufzupäppeln, so wie es gut geht. Aber ich bin nicht irgendjemand, der den Kopf in den Sand steckt. Mein Naturell ist das gar nicht. Das ist gar nie so. So habe ich das so ein bisschen überstanden. Und wie gesagt, jetzt fühle ich mich gut.